Seit dem 1. März ist auf Netflix der neue Film von Adam Sandler zu sehen. Spaceman mit einer Spielzeit von 107 Minuten, irgendwo zwischen Science Fiction und Drama einzuordnen. Entstand unter der Regie von Johann Renck, den man hauptsächlich eher aus dem Serienbereich kennt, wie Breaking Bad, The Walking Dead ein paar Folgen gemacht. Und es ist ein eher ernsterer Film für Adam Sandler, also eine Rückkehr zum ernsten Genre. Das sei mal ausgesprochen. Hier die erste Warnung, die ich für den Film ausspreche. Wer hier einen Film erwartet in Form einer der üblichen Adam Sandler-Komödien, egal ob jetzt leichtere Romcom oder unter der Gürtellinie im Fäkalhumorbereich, der wird mit dem Film nicht zufrieden sein. Und der Film ist eher anzusetzen im Bereich von Filmen wie Spanglish, Punch Drunk Love, Die Liebe in mir oder zuletzt 2022 mit Hustle. Hustle, einer der besten Filme 2022. Also ernstes Adam Sandler Genre, da sehe ich ihn sehr gerne in solchen Rollen. Das ist jedes Mal wie wenn er Hollywood den Mittelfinger zeigt und hey, ich kann auch ganz anders, aber wieso soll ich es machen, wenn ich mit den anderen Filmen so viel Geld mache? Also ich finde es immer ganz witzig, weil der Mann sehr, sehr talentiert ist und das immer wieder zwischendrin beweist er es auch immer wieder. Und Spaceman, im deutschen Untertitel eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt, handelt von Jakub, einem tschechischen Astronauten, der auf einer Einjahresmission unterwegs ist, um einen seltsamen rosa-lilafarbenen Nebel zu untersuchen, der vor 4 Jahren aufgetaucht ist. Kann man auch von der Erde aus dann schon mit bloßen Augen sehen. Er hat die Koreaner im Rücken als Konkurrenz, die auch schon unterwegs sind, um das Phänomen zu untersuchen. Und der Film startet dann am 198. Tag seiner Reise und man sieht ihn in seinem Schiff. Es ist ein bisschen altertümliche Retro-Technik. Es mutet alles ein bisschen eigenwillig an, aber die Technik, die dahinter steckt, hinter der Optik, scheint wohl doch moderner zu sein. Man kann wirklich in Echtzeit mit der Erde kommunizieren. Da stehen dann auf der Erde dann auch so kleine Sitzkammern, wo man dann sich wie in einer Telefonzelle reinsetzen kann. Also es ist alles ein bisschen eigenwillig, zeitlos, aber auf jeden Fall nettes Design, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, es ist dann so, dass er dann natürlich im Weltall mit er ist abgeschottet, er ist isoliert, er ist mit der Einsamkeit konfrontiert und da kommen die üblichen Fragen auf, das Wieso, Weshalb, Warum. Man fängt an, sich selbst, vielleicht auch die Mission zu hinterfragen, was man hier macht. Und an der Stelle bekommt jetzt die zweite Warnung. Wer unter Arachnophobie leidet, der sollte jetzt aufhören und wahrscheinlich den Film auch nicht anschauen. Ihr seid gewarnt, also Obacht. Es ist dann soweit, dass er zuerst keinen Kontakt mehr bekommt oder zumindest meldet sich seine Frau Lenka, gespielt von Carey Mulligan, bei ihm nicht mehr. Es gibt dann ein paar Überblendungen auch immer wieder zur Erde, zur Raumstation. Man sieht auch seine Frau, die schwanger ist, die mit dem Status der Ehe unzufrieden ist. Es schwingt so etwas im Raum, wie dass eine Trennung vielleicht eine Möglichkeit wäre. Und zu diesem Zeitpunkt ist es dann so, dass er bemerkt, dass er nicht an Bord des Raumschiffs nicht allein ist. Als sich dann plötzlich ein außerirdisches Wesen, eine Spinne, ein außerirdisches Spinnenwesen auftut, das dann mit ihm spricht und ja, am Anfang ist er natürlich erstmal verängstigt, aber er kommt dann ins Gespräch mit der Spinne und tauft sie dann auch unter dem Namen Hanusch. Und die Spinne ist dann hier irgendwie so ähnlich wie Mr. Wilson aus Castaway vielleicht auch. Also zumindest, wenn ich sowas sehe, es ist so dieses mit dem inneren Ich sprechen auch. Man fragt natürlich auch, es ist immer die Frage im Raum, ist es jetzt echt oder ist es einfach nur der innere Ich-Spiegel, der hier vorgesetzt wird durch die Spinne?
Jedenfalls, es ist auch so, dass die Spinne mit ihren Linsenaugen, wenn sie ihn betrachtet oder wenn sie als Zuschauer einen betrachtet, das wirkt wie Fotolinsen, die direkt in die Seele hineinschauen können. Und das ist auch im Film so gedacht, dass sie auch immer wieder auf seine Vergangenheit zurückblickt, auf seine Motivationen, auf seine Hintergründe. Und wie gesagt, deswegen auch die Querverbindung zu Castaway und das Ganze, weil letztendlich kann man hier ja auch Insel gegen Weltall austauschen. Das ist im Prinzip so ähnliches Setting als Grundstock. Ihr habt ungefähr ein Bild im Kopf. Jedenfalls ist das dann sehr schade, weil es dann recht schnell offensichtlich ist, worauf der Film hinaus will, wohin der Film will mit seiner ganzen Prämisse, und er bietet da auch kaum Wendungen oder irgendwelche Entwicklungen, die eine Spannung aufbauen. Der Film basiert auf einem Buch von Jaroslav Kalfar, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, entschuldige ich mich dafür, dass ich schon wieder irgendwelche Namen hier verhunzt sind. Jedenfalls ist der Film reduziert, herunter reduziert vom Buch. Es gibt zwar im Film schon Rückblicke, aber das ist ganz wenig, ganz kurz. Im Buch musste es dann eine wesentlich größere Rolle spielen. Ich habe das Buch nicht gelesen übrigens. Ich habe das nur im Umfeld, als der Film Premiere hatte, während der Berlinale mitbekommen, und dass hier im Buch wohl seine Kindheit, sein Aufwachsen bei den Großeltern und die Zeit nach dem Kalten Krieg und auch die Vergangenheitsbewältigung, die Vergangenheit mit seinem Vater und wie das auch immer wieder auf ihn zurückgeworfen wird, dass das sehr, sehr viel im Buch Gewicht hat und Bedeutung hat und das im Film eigentlich sehr kurz kommt und eigentlich nie dieses Gewicht bekommt. Und dadurch muss ich jetzt sagen, bleibt Sandler hier auch in seiner Rolle relativ limitiert, weil er hat diesen ganzen Background auch nicht. Das ist aber jetzt nicht Adam Sandler geschuldet, der glaube ich nur das Beste aus der ganzen Geschichte macht, sondern das ist dem dann doch dem Drehbuch geschuldet, das mir persönlich dann, wenn ich das so höre, dann doch ein bisschen zu reduziert ist. Was eigentlich schade ist, weil da wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Es ist einfach so, wirft immer diese große Fragen auf im Film, ob das nicht vielleicht ein großer Fehler ist. Das wird die Mission hinterfragt, und irgendwie flieht die Figur vor etwas. Und ja, wir haben dann noch natürlich die Figur seiner Frau Lenka, gespielt von Carey Mulligan, aber die dient eigentlich nur als Zubringer für die Hauptfigur. Die bekommt Randszenen, aber die spielen ihr nur der Hauptfigur immer wieder die Bälle zu, und dann wird wieder der Hauptaugenmerk auf Jakob geworfen. Also auch, obwohl die Darstellerin wirklich gut ist und die auch mal einen Film allein tragen kann, aber hier ist es ein bisschen zu wenig, dass sie da das Ruder herumreißen könnte. Positiv ist mir noch aufgefallen, dass wir hier mit Paul Dano, der die Stimme von Hanno spricht, eine sehr gute Wahl haben. Das ist eine Stimme, die irgendwie so, kann man sich vorstellen, wie das, als wenn das innere Ich mit einem spricht. Und da passt eben die Stimme von dem Sprecher sehr gut. Sie kommt sehr ruhig und sehr angenehm rüber, und das passt dann, wenn sie die Hauptfigur auch hinterfragt und in deren Vergangenheit herumwühlt. Und das ist eher einer der positiven Punkte des Films, würde ich jetzt sagen. Die Bilder sind handwerklich sehr experimentell ausgefallen. Da kommen dann auch mal so, auch gerade immer, wenn es dann Rückblicke gibt, wieder Rückblicke auf die Erde und mit der Vergangenheit zu seiner Frau, und dann sieht man mal eine Blumenwiese und so verdrehte Farben ineinander und Formen, und ja, kann man mal machen, aber das wird zu oft wiederholt im Film, und mir ist es dann irgendwann eher aufgestoßen als negativ. Das war dann jetzt nicht wirklich meins.
Und die Musik insgesamt im Film von Max Richter ist wirklich gut, die ist sehr gelungen, also auch auf der Hauptseite zu verbuchen. Gerade der Einsatz von den analogen Synthesizern hat mir auch ganz gut gefallen. Es hat ein bisschen so ein Oldschool Science-Fiction-Flair noch mit eingebracht, aber die Musik baut sich immer wirklich stimmig ein. Also das ist richtig gut gemacht, also da kann man nichts sagen. Aber im Großen und Ganzen, der Film hat definitiv mit zunehmender Spieldauer seine Längen. Und er ist inhaltlich, weil er halt immer wieder auf der gleichen Prämisse herumreitet, doch sehr repetitiv. Und irgendwann hat man halt verstanden, auf was der Film hinaus will. Und dadurch limitiert sich der Film leider viel zu sehr selbst. Schade, weil die vielen guten Ansätze, und ich glaube auch, dass das Buch gut ist, alle da wären, aber ich glaube, das große Problem, wie man es so oft auch erlebt, ist eigentlich das Drehbuch, das hier anscheinend nicht so gelungen ist. Also vielleicht hat man das nicht richtig vom Buch adaptieren können. Warum auch immer, ich will jetzt da keine Schuldigkeit an irgendjemand zuweisen, aber es ist schon am Drehbuch zu Orten, wo die Problematik hier liegt. Und so wie er jetzt hier ist, kann ich dem Film, obwohl ich mich jetzt wirklich auf den Film gefreut habe, eigentlich nicht mehr geben als, und da bin ich schon bei der Obergrenze angelangt, mit sehr viel guten Willen und weil ich ernste Filme von Adam Sandler gern sehe, gebe ich dem Film 6 von 10 möglichen Punkten. Und wie gesagt, es ist ein bisschen ein nischiger Film. Alle Leute, die mit Arachnophobie ein Problem haben, sind sowieso schon raus. Leute, die nur die Komödien sehen wollen von Adam Sandler, brauchen hier auch nicht großartig zugreifen. Eher vielleicht für den einen oder anderen, der Freude hat an experimentellen, ein bisschen Oldschool Science-Fiction, ruhigen Science-Fiction-Themen, also aus Büchern oder Romanen, der könnte vielleicht hier was finden daran, wobei man sagen muss, ob man nicht in dem Fall vielleicht dann erst zuerst mal zum Buch greifen sollte. Gut, das war's dann aber von meiner Seite mit der Review an dieser Stelle und nun, dann wünsche ich euch jetzt wieder die übliche gute Zeit und sag mal, schaut euch einen guten Film an, warum nicht einmal einen Science-Fiction-Film wieder, passt doch und bis zum nächsten Mal, ciao.